Für viele Menschen gehören Haustiere fest zum Familienleben dazu und denen soll es möglichst gut gehen. Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer sollten sich daher auch mit den Gefahren der Hitze auseinandersetzen. Insbesondere Hundebesitzer, meint Diplombiologin Judith Förster vom Tierschutzverein Vier Pfoten. Wenn es richtig, sagen wir mal, plus minus 30 Grad ist, am besten Mittagssonne vermeiden, die Spaziergänge gerne ganz früh morgens und abends, wenn man das in den Alltag integrieren kann, und vor allem sehr viel weniger Spaziergänge. Viele haben ja immer noch den Gedanken, ich muss meinen Hund auslasten. Nein, das muss man bei dem Wetter nicht mehr. Auch sowas wie sportliche Aktivitäten am Fahrrad entlang traben oder sowas bitte einfach komplett lassen. Es ist ganz oft so, dass Leute ganz einfach mit ihrem Hund spazieren gehen und sagen, oh, der ist so langsam und der legt sich ständig hin. Wenn der Hund schon klar über sein Verhalten kommuniziert, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, dann ist das schon das Zeichen, dass man das bitte schnellstmöglich abbrechen sollte, mindestens in den Schatten gehen sollte, wo es kühler ist, am besten aber wieder nach Hause gehen sollte. Hunde können nicht Nein sagen und die müssen das entsprechend über ihr Verhalten kommunizieren. Warnsignale für lebensgefährliche Kreislaufprobleme können zum Beispiel verlangsamte Reaktionen und apathisches Verhalten sein. Ebenso Erbrechen, Gleichgewichtsstörungen oder Zittern. Besonders gefährdet sind ältere Tiere, so Tierärztin Johanna Haug von der Tierklinik Neu-Isenburg. Die Tiere sind insgesamt einfach viel, viel ruhiger, langsamer. Die haben nicht so Bock, sich zu bewegen. Die liegen viel rum, vor allem auch auf der Seite. Eigentlich bedeutet das, dass wir das erstmal tolerieren sollten, aber wir sollten die Tiere unter Beobachtung halten, gerade in Dachgeschosswohnungen. Wenn ein Tier gar nicht mehr aufsteht oder die Atemfrequenz extrem hoch ist, sollte man schnellstens zum Tierarzt. Insbesondere wenn Katzen stark hecheln. Bei den Katzen ist das nicht ganz so normal. Da sollten wir uns schon Sorgen machen, wenn die Katzen Maulatmung zeigen. Ansonsten können die Tierbesitzer auch einmal die Temperatur nehmen, um zu gucken, ob die erhöht ist. Das geht so bis 39 Grad, das ist tolerabel, anders als bei uns Menschen. Ab 39,5 sollten sie sich Sorgen machen. Eine weitere Hitzegefahr, die tägliche Gassi-Runde. Selbst wenn die Temperatur angenehm warm ist, kann der Asphalt brennend heiß werden. 25 Grad in der Luft sind zum Beispiel auf dem Boden schnell mal mehr als die doppelte Temperatur. Ein Tipp zum Testen: 7 Sekunden lang den Handrücken auf die Oberfläche des Asphalts halten. Zu heiß für die Hand heißt, es ist auch zu heiß für die Hundepfoten. Entstandene Verbrennungen lassen sich in 3 Stufen einordnen. Bei offensichtlichen Veränderungen der Pfoten am besten immer direkt einen Tierarzt aufsuchen. Ja, worst case kann es zu Brandblasen kommen, wobei das eher selten ist. Wie kann man das selbst schnell behandeln und wie kann das auch beim Arzt dann behandelt werden? Einmal kühlen und wir müssten dann wahrscheinlich einen Verband anlegen. Um die Pfoten vorab zu schützen, können Hunden zum Beispiel spezielle Schuhe angezogen werden. Eine andere, leider noch immer unterschätzte Hitzegefahr ist das Auto. Selbst im Schatten sollte man bei diesen Temperaturen keinen Hund im Auto lassen oder generell kein Tier, weil sich die Temperaturen einfach immens schnell erhöhen im Auto. Selbst wenn die Fenster offen sind und das Auto im Schatten steht, kommt es super schnell zu Temperaturen über 40, 50 Grad. Auch dieses, ich hüpfe mal nur kurz in den Supermarkt, kann schon zu einem sehr, sehr großen Problem werden. Dementsprechend am besten, wenn man die Möglichkeit hat, Tiere zu Hause lassen. Fremde Scheiben einschlagen gilt übrigens als Sachbeschädigung und könnte mit einer Anzeige geahndet werden. Im Notfall die Polizei rufen. Für unverantwortliches Verhalten können Tierhalter mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden. Ebenfalls wichtig, auch Kleintiere sollten nicht bedenkenlos sich selbst überlassen werden. Keine pralle Sonne, Rückzugsmöglichkeiten bieten, viel trinken und feuchte Nahrung hinstellen. Und am besten ist's, wenn man die Temperaturen irgendwie genießbar macht und sich und dem Haustier etwas Abkühlung verschafft. Da darf man alles nehmen, was das Tier verträgt, zum Beispiel Eis, seien es Eiswürfel oder auch gefrorenes Fleisch oder was der Hund auch immer isst. Alternativ, wenn man die Möglichkeit hat, einfach ein Planschbecken aufbauen, wo der Hund entweder auch jederzeit trinkt oder sich sogar reinlegen kann oder mit den Füßen wenigstens drinnen stehen kann. Je nachdem, es gibt ja so Kühlmatten, wenn die Hunde sich drauf bewegen oder die Tiere, für Katzen gibt es das auch. Dann werden die kühler, das hilft dann sehr schön von unten. Wer die Tipps beherzigt, macht seinen Lieblingen und sich selbst die heißen Tage dann doch direkt etwas angenehmer.